Hallo Leute, zu meinem letzten Video habe ich sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Es war das Video über die Erlebnisse meiner Großmutter auf der Flucht von Danzig. Ich bedanke mich dafür, für diesen großen Zuspruch. Ich möchte auch nochmal erklären, das Buch, das ich gerade schreibe über die Massenmorde an Deutschen, dieses Buch wird erst Ende des Jahres, also November, Dezember erscheinen, und ich werde an dieser Stelle natürlich darüber berichten. Das Buch wird ein Opus werden mit bisher 930 Seiten. Aber heute möchte ich euch noch eine andere Familiengeschichte erzählen, die genauso tragisch ist und trotzdem auch Hoffnung gibt, dass es auch in Kriegen Menschlichkeit gibt. Und zwar ging es dieses Mal um meinen Großvater mütterlicherseits. Er kam 1943 in Charkow in russische Kriegsgefangenschaft, zuerst in ein Dulag, also in ein Durchgangslager, dann in ein Stalag, Stammlager Nummer 363. Dort war die Ernährungslage so schrecklich, so entsetzlich, dass die Männer binnen weniger Wochen zu Skeletten abmagerten, genauso wie wir das auf den Fotos von KZ-Überlebenden kennen. Eines Nachts stahl mein Großvater aus lauter Hunger eine kleine Kartoffel vom Lageracker und wurde von den Wachen erwischt. Es dauerte nicht lange, da sprach die Lagerleitung das Todesurteil über ihn, denn mit Dieben machte man kurzen Prozess in den Gefangenenlager. An einem kalten Wintertag stand mein Großvater deshalb vor einem Erschießungskommando. Er hat den befehlshabenden Offizier um eine letzte Bitte gebeten, die ihm auch gewährt wurde. Mit zitternden Händen kramte er einen vergilbten, zerknitterten Briefumschlag aus seiner Uniformtasche. Es war der Brief seiner Frau, den er kurz vor seiner Festnahme erhalten hatte und den er nicht mehr lesen konnte. Mit kältetauben Fingern riss er den Umschlag auf und las. Dann rannen ihm Tränen über seine eingefallenen, stoppelbärtigen Wangen und er begann bitterlich zu weinen. Der russische Offizier, der das Exekutionskommando befehligte, fragte, warum ein deutscher Soldat denn weine und was in dem Brief stehen würde. Mein Großvater sah ihn mit tränenverschleierten Augen an und erklärte im Angesicht des Erschießungskommandos, dass seine Frau ihm geschrieben hatte, dass sie das 10. Kind zur Welt gebracht habe. Der Offizier überlegte nicht lange und sagte, einen Mann, der 10 Kinder hat, kann ich nicht erschießen lassen. Und so überlebte mein Großvater. Menschlichkeit in der Hölle, die es Gott sei Dank auf beiden Seiten noch gab.